Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht erneut um ein französisches Messer, dem ich nicht widerstehen konnte. Hier sieht man es gleich mal in Aktion. Das Canif Satiné Lame Inox von der Coutellerie Julia Maria. Auf den Hersteller und seine Kreation wurde ich durch Dirk vom Kanal My Knife Life aufmerksam. Sein Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Absolute Kanalempfehlung, schaut bitte mal vorbei bei Dirk. Unmittelbar nach seinem Video habe ich das Messer direkt in Frankreich beim Hersteller geordert. Zum Zeitpunkt der Bestellung war das die einzig verfügbare Variante des Messers. Lange überlegt habe ich da nicht, das war eine sehr einfache Entscheidung. Gleichzeitig ist das auch eines der einfachsten Modellausführungen, kostet gerade mal 50 Euro, also ohne Versandkosten. Der Hersteller selbst sagt über dieses Messer, dass die Optik nüchtern, dennoch elegant und für alle Gelegenheiten passend ist, und da gebe ich ihm absolut recht. Ein neutrales und pragmatisches Design, einfach und sehr gefällig. Bei dieser Modellvariante wurde sich für ein satiniertes Finish des Griffes entschieden. Die Verarbeitung ist nahezu makellos, am Griff sind alle Kanten angefasst, die Übergänge am Klingenrücken sind nicht spürbar, es gibt keine Spaltmaße, also sehr exakt gearbeitet. Klingenachse, Slipjoint-Feder, also der gesamte Griff, das ist hier alles vernietet. Man sieht noch kleine Unregelmäßigkeiten von den Hammerschlägen auf den Nietstiften, also echte Handarbeit. Da gibt es auch mal minimale Ausrutscher, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Das hat sogar noch eher Charme, also es ist insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Dann gibt es hier ein ganz kleines Lanyard Hole, das hat einen Innendurchmesser von 3 mm, daran wurde also auch gedacht. Ja, Griffmaterial ist der 416L Stahl mit etwa 17% Chromanteil, also extrem rostträge. Kurz noch die Abmessung. Wir haben hier knapp 11 cm Grifflänge, also hier ist wirklich reichlich Platz. Die Griffbreite beträgt gerade mal 6 mm. Das Griffvolumen liegt hier zwischen 47 und etwa 53 mm. Die Handlage ist in Ordnung, also es legt sich schön in die Handinnenfläche. Bei längerem Arbeiten oder größeren Belastungen wird das hier schon ein bisschen unkomfortabel, aber das ist bei diesen dünnen Griffen einfach so. Mich stört sowas eher nicht. Dafür hat man beispielsweise den Vorteil dieses extrem schlanken Aufbaus. Also es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ja, kommen wir zur Klinge. Wir haben hier mit 85 mm eine schöne lange, nahezu mittelspitze Klinge. Effektive Schneidenlänge beträgt hier 84 mm, Klingenbreite gerade mal 2 mm. Das sind 20 mm Klingenhöhe und ein komplett hochgezogener Flachschliff mit gerade mal 0,25 mm hinter der Schneidphase. Also der Anschliff ist extrem sauber ausgeführt. Hier wurde auch eine Mikrophase drauf gezaubert, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Canif Satiné ist extrem scharf. Der Hersteller empfiehlt, die Klinge frühzeitig mit einem feinen Wettstahl zu behandeln, also die Klinge gar nicht erst stumpf werden zu lassen, sondern die Mikrophase pflegen und hegen, also wieder aufstellen. Wenn man das macht, funktioniert das auch sehr gut. Das kann ich ebenfalls empfehlen. Das kenne ich auch von den Opinels. Wenn man da frühzeitig eingreift, hat man kein stumpfes Messer. Schleifkabel gibt es hier keine. Das stört mich jetzt nicht, aber eine Schleifkabel wäre vielleicht eine Idee. Für den Hersteller wäre das echt ein geringer Aufwand. Dirk hat die Schleifkabel bei seinem Canif nachträglich hinzugefügt. Da verweise ich nochmal auf sein Video. Ja, dann haben wir einen bewährten Klingenstahl. Das ist der beliebte und gutmütige 14C28N Sandvik. Der dürfte hier so um die 58 bis 60 HAC haben. Das Messer wird auch mit dem CX75 Carbonstahl angeboten. Das ist auch eine gute Wahl. Mir gefällt der extrem cleane Look dieser Klinge. Also es gibt hier nicht mal einen Nagelhau. Das Messer wird mit dem Hinge Grip geöffnet und das funktioniert auch wirklich einwandfrei. Das ist auch ein schöner Klang. Sehr satt. Gefällt mir alles sehr gut an diesem Messer. Ansonsten ist hier nur dieses kleine Herstellerlogo zu sehen. Mehr ist hier nicht. In diesem Fall ist es auf der rechten Klingenseite. Beim CX75 Carbonstahl wäre es dann linksseitig angebracht. Wie in der Anfangssequenz zu sehen war, ist der Klingenrücken sehr scharfkantig. Damit kann man locker kleinere Äste entrinden.
Dann gibt es hier noch zwei kleine und wohlüberlegte Details. Zum einen haben wir unten am Übergang vom Griff zur Klinge eine Art haptische Rückmeldung an den Finger, dass es jetzt gefährlich werden könnte. Man sieht hier, dass die Klinge ein bisschen höher ist als der Griff und ja, das ist so eine Art Frühwarnsystem. Bis hierher und nicht weiter. Gefällt mir sehr gut, schützt unter Umständen auch mal vor einer Verletzung. Und zum anderen gibt es hier innen einen Klingenanschlag. Das heißt, wenn ich das Messer hier so zuklappen lasse, sollte man normalerweise nicht machen, wird die Schneide nicht beschädigt. Das ist bei französischen Messern nicht selbstverständlich. Hier wurde dran gedacht, gefällt mir auch sehr gut. Dann kurz zur Federspannung, die ist wirklich sehr ordentlich. Also da ist schon Widerstand drauf. Wir haben einen wohldefinierten 90-Grad-Stopp und ist wirklich sehr schön gemacht. Apropos, schön gemacht, hier noch der Übergang von der Klinge zur Slipjoint-Feder bzw. zum Klingenrücken. Kaum sichtbar und überhaupt nicht spürbar. Auch das ist sehr sauber gearbeitet. Ja, das war jetzt dann doch sehr viel Schwärmerei. Bei diesem Messer bin ich bei aller versuchter Objektivität ein bisschen befangen, muss ich wirklich zugeben. Aber bei manchen Messern ist das dann einfach so. Ja, Zeit fürs Fazit. Fazit: ein neutrales, pragmatisches, einfaches Design. Ein Messer, das laut Hersteller für alle Gelegenheiten passt. Dazu die sehr gute Verarbeitung. Es steckt sehr viel Handarbeit drin. Und das Ganze kostet gerade mal 50 Euro. Das kann man eigentlich kaum glauben. Von meiner Seite ist das eine absolute Empfehlung. Es gibt etliche Varianten dieses Messers. Das Canif Satiné ist wie anfangs erwähnt die einfachste Ausführung. Dann gibt es noch das Canif Patiné, bei dem der Griff mit diversen Oberflächenbehandlungen angeboten wird. Es gibt G10-Varianten in verschiedenen Farben, Modelle mit Clip, nicht zu vergessen die zwei Stahlsorten für die Klinge, also der 14C28N und der CX75. Ja, da ist für nahezu jeden Geschmack was dabei. Ich verlinke euch den Internetauftritt der Cutellerie Julien Maria in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da selbst mal stöbern. Was bleibt festzuhalten? Die französische Messermacherszene ist wirklich sehr interessant. In diesem Jahr ist das bereits mein drittes Messer aus Frankreich. Das Actilam T3 hat zu Beginn des Jahres 2022 den Anfang gemacht. Davon bin ich sehr angetan. Ein sehr interessantes Messer. Dann das Le Ronde von Gautier, mein aktuelles EDC. Wirklich ein empfehlenswertes Messer, sehr ungewöhnlich. Ja, dann hatte ich vorher schon die Klassiker, also das Duk Duk. Ja, letztes Jahr habe ich mir das Florinox Giana gekauft. Auch wirklich ein sehr interessantes Messer. Und nicht zu vergessen, Opinel. Ja, einfach tolle Messer. Ich lasse das einfach mal so stehen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.